Wow. Und hiermit willkommen zurück bei PJ Gaming. Auf der Löwenjagd. Oder die Löwen jagen mich. Oh. Ah. Wow. Ha! Ich habe jetzt beschlossen, mal ein bisschen weniger pro Folge zu reden. Erstens mal wegen meiner Stimme. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Mikro, weil ich ja doch nach jeder Folge wieder aufladen muss. Logischerweise, so wie es bei jedem Gerät ist, die Signalstärke dann abnimmt und dadurch ich dann überhaupt nicht mehr verständlich klinge. Ich habe bis jetzt echt noch keinen Ersatz gefunden, Leute. Bitte ich zu entschuldigen, also liegt wirklich nicht an mir. Ich mache ja Tests und da klinge ich immer richtig gut, auch schön verständlich. Und ich habe dann festgestellt, Mitte im Spiel, irgendwann bin ich dann entweder überhaupt nicht richtig zu verstehen oder viel so leise, der Spielsound ist zu laut. Und da das vielleicht gar nicht an meinem Unvermögen unbedingt liegt, sondern eher an der Hardware, ne? Ich habe das jetzt nochmal 2 dB, also lauter gemacht, meine Ausgangslautstärke im Mikro, plus dieses Ducking, was ja dafür sorgt, wenn ich rede, dass das Spiel leiser wird, auch nochmal erhöht. So viel mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr machen. Wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Wow. Ich habe bis jetzt wirklich noch kein gutes Mikrofon, das ich wirklich hier so an Headset anklemmen kann. Gefunden. Was auch bezahlbar ist, wohlgemerkt. Und ich will jetzt mit Sicherheit keine 100, 200 Euro für ein Mikrofon ausgeben. Aber wie gesagt, ihr sollt meine Spiele primär nur in dem Spiel gucken und nicht wie in dem Gelaber. Das Gelaber oder das Rede könnt ihr ignorieren. Wow. Und schade, dass es da keinen Knopf extra separat bei YouTube gibt. Oh. Gelaber vom Creator ausschalten. Das kommt aufs Spiel an. Und wenn man das so betrachtet, ist es ja auch nicht so schlimm, ne? Und ich hab ja, so, wie kann ich Stimme zum Einschlafen? Wow. Das ist ja geistreiche Themen schneide ich jetzt auch nicht an, oder Wissen über die Spiele und so. Ich sag mal so, gibt genug gute Leute auf YouTube. Wie soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Lethos goldenes Kind. Lichtbringender Phöbus, bin nur deine Leier. Hör meinen Eid, gib mir dein Lied, ich schaudre in deinem Feuer. Wie soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Lethos goldenes Kind. Wie soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Lethos goldenes Kind.
lichtbringender Phöbus, bin nur deine Leier. Hör meinen Eid, gib mir dein Lied, ich schau drin deinem Feuer. Wir haben die all gemacht damals, diese Opferungen, ne? Oh. Ha. Oh. Na, wie gesagt, ich habe jetzt die maximale Einstellung gemacht, die ich persönlich einstellen kann. Ha. So dass man mich, auch wenn Mikro alles mögliche ausfällt, ich meine abfällt, dass man mich auf jeden Fall verstehen müsste. Ich denke, es kommt ja wirklich auch auf das Endgerät an, ne? Oft genug gelabert schon drüber. Also ich bin einfach nur immer unzufrieden, das kann natürlich auch sein. So, da ist ein Tempel. Ich kniee nieder vor dir, Phöbus Apollon, Dieser Bringer des Ort. Lichts. Der Schrein. Er strahlt mit göttlicher Kraft. Das Gewähre Orakel führt mich zu sich. Ich kann es fühlen. Die Legion verliert ihren miesesten Schweinehund. Severus. Ach, das war der Typ jetzt. Ave Severus. Diese Freiheitskämpfer sind nur Bauern und Frauen. Die haben einige unserer Karawanen überfallen und belanglose Vorräte gestohlen. Aber sie sind nur ein Stein in Roms Sandale. Nichts weiter. Kreativen Foltermethoden wirst du sie brechen. Ich hörte von einer Technik, bei der man Ratten im Kessel steckt und erhitzt, bis sie sich panisch durch die Bräuche ihrer Opfer wühlen. Durch die Bräuche. Um der Hitze zu entkommen. Die Schreie sollen reichen, um Jupiter zu stürzen. Aber hebt dir die beste Bestrafung für ihre Anführerin Aparte auf. Die Kreuzigung. Der langsame Verrätertod. General Agrippa. Agrippa, du warst ganz schön gemein. Wie gesagt, ich denke immer, ja, das Spiel muss man sehr gut hören, mich muss man sehr gut hören, alles muss perfekt sein, Eckstein, ne? Μανιέγαν των ανθρώπων, ούκ έχει πέρας. Ja, ich denke mal, das liegt wirklich an der Hardware, weil am Anfang hat das Mikro nicht so Faxe gemacht. Weil am Anfang war das eigentlich ziemlich laut genug. Also am Anfang der Serie, ne? Ist zwar dann nicht so klar angehört oder leierisch. Aber das hat ja noch an diversen Filtereinstellungen gelegen. Aber ich denke, jetzt ist das okay. Auch dass die S-Laute nicht so extrem mehr sind. Aber wenn ich dann wirklich mal nicht so höher bin, Leute, und das Spiel ist einfach zu laut, dann seid froh drüber. Genießt das Spiel, genießt jedes Spiel. Gut, ich meine, und jetzt dieses SP bei Spiel, ne? Habe ich selber gehört im Kopf, also Kopfhörer, dass das jetzt total nach oben gegangen ist. Keine Ahnung, wie sich das natürlich jetzt bei der Aufnahme anhört. Aber ich habe auch so eine behinderte Aussprache irgendwie. Das ist, wenn man den Mund nicht aufkriegt, dann pfeift man so was eher, ne? Also die SP. Spielen Spaß, Leute. Bin nicht mehr am Pfeife wie am Rede. Χαίρον των Θεών ευμένεια, αγαθήν ψυχή.
gibt's kein Opfer. Ich finde das halt schade, ne? Viele Spiele und Szene. Wenn man mich da nicht richtig versteht, ist doof. Nasse Arbeit. In den grünen Bergen, wo ein großes Aquädukt gebaut wird, findest du seine Quelle hoch oben in den Bergen. Darin findest du mich am Boden des tiefsten Beckens, verstaut neben zwei großen Krügen. Wieder so ein Rätsel. Eine Findaufgabe, Such und Find. Und das Apollon-Orakel, die göttliche Phoebe, wird sich an der heiligen Quelle waschen, Wie soll ich dich besingen, ob damit Apollons Lied zu ihr klingen kann. Lethos goldenes Dann können die Prophetei dem Gott des Lichts eine Opfergabe darbringen. Opfere eine Ziege am großen Altar des Schreins. Apollon wird den Schleier von ihren Augen verwehen und ihr zeigen, was passieren wird, auf das sie uns leiten möge. Ja, ich muss irgendwie mir das Lese wirklich richtig die Betonung beibringen. Ich bin dann so aufgeregt beim Lese, Leute. Das hört so bescheuert an. Ich kann normal gut vorlesen, aber dann müsste ich mir denken, ach, ist mir doch egal, ne? Dann kannst du eh alles besser, wenn du da einfach ein F drauf gibst. Und ja, das ist mein Problem. Da denke ich, ich verlese mich jetzt oder kann das nicht gut betonen, dann mache ich genau diese Fehler, mache ich dann, ne? Das ist so psychologisch irgendwie. Apollons. Ich weiß auch nicht, wie manche Leute das einfach so flüssig alles können, ne? Ich spreche mit der Stimme des Lichts. Vielleicht sind die auch einfach schlauer wie ich, kann auch sein. In der Hinsicht, aber nur. Soll ich dich besingen, ob deines Leuchtens blind? Jäger von Delos, Oder ich goldenes lese einfach Lammsanger. lichtbringender Phöbus, bin nur deine Leier. Oder die wiederholen das bei der Aufnahme so oft, bis es perfekt ist und schneiden und das immer raus, was nicht geklappt hat. Das kann natürlich auch sein, Leute. Ja, die meisten können das so gut rausschneiden. Ich schneide nichts raus. Wenn ich mich verlese, dann ist es halt so. Oder wenn ich die Betonung das nicht so richtig treffe, ja, Pech. Ich habe deine Präsenz in meinen Visionen gespürt, Adler. Apollon sprach von dir. Der König weinte, als er den weißen Hirsch tötete. Denn es war die verzauberte Jägerin, blass und schön mit einem goldenen Strahlenkranz. Apollon befahl Gaia, des Königs Kummer sanft zu halten, ein Tränensee hoch über den Ebenen. Der Sonnengott schlug mit seiner Faust in den Berg, nahm seine Geliebte mit hinein und sprach: Niemand soll dich aufsuchen, niemand außer dem Adler. Er wird hoch über den 5 Städten schweben, mit dem Strahlenkranz der Jägerin im Schnabel. Warum nennst du mich Adler? Dein ist das heilige Relikt, Adler. Finde es und erweitere deine Reichtümer. Ein Tränensee hoch über den Ebenen. Ich soll den Strahlenkranz der Jägerin finden. Ach, weißt du, Bayek, ich mach mal. Wieder mal die kaputt, die Stinge hier aus. Kannst du mal wieder richtig durchatmen. So. Das war für die meisten besser, wenn du es so anhast, aber. Mal diese Außenposten. Ja, und für mich ist es halt unheimlich auch irritierend, wenn ich jetzt schon wieder dieses SB, so ich, wieder sich hochgezogen hat. Unheimlich irritierend, wenn jemand dann anfängt zu reden laut. Wenn ich was versuche vorzulesen. Das kann ich irgendwie nicht.
diese Geräusche, die dann sind, so auf den Kopfhörer. Ich höre mich selber ja nicht, ne? Also ich höre schon, wenn ich rede, höre ich meine Stimme, klar. Aber auf den Kopfhörer höre ich mich natürlich nicht, ne? Das habe ich extra ausgestellt. Aber der Spielsound, der reicht schon aus. Wenn einer anfängt im Hintergrund so zu quatschen, dann ist es schon vorbei, Leute. Nicht schon wieder eine Hälfte des Gehirns sagt nein, oder die andere sagt ja und... Das ist eine gute Fähigkeit hier. Gefällt mir. Da glaube ich auch eher, dass sie die nur festgebunden haben. Nicht hier wie mit Nägel durchgehauen oder so. Ich glaube, da wird sie an der Schmerzen so schnell sterben. Das wollten die ja nicht, ne? Aber wenn die einen schneller Tod gewollt haben, dann hätten die direkt umgebracht, ne? Ging ja darum dieser Abstreckung, der Abstreckungseffekt und Strafe, ne? Für manche ist der Tod ja keine Strafe, besonders wenn die gläubig sind und so, ne? Das hat ja sogar für manche sogar eine Erlösung. Mindestens in der Zeit. Haben die so gedacht, manche. Ah! Ich hab mich jetzt verlenkt, Leute. Ich wollte, weil der so durchguckt. Hä? Ich versuche doch nur. Geht dann nicht. Robin, Aber krass, dass die das so extrem, weil die das doch so dargestellt haben, ne? Der Kreuzigung und so hat. Ich bin nicht wundere, dass man das noch irgendwo sieht, die das in dem Moment praktizieren. Also, diese Aufstellung. Gesichtsstrafe sind die direkt tot, oder? Ah, ich hab keine Pfeile. Ich manchmal nicht. Der kleine Schild, hab ich auch, ja. Ja? Wie gesagt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wenn ich jetzt viel lauter sein sollte, sprachlich, als das Spiel. Hauptsache man versteht mich, wenn ich was sage. So viel rede ich ja. Dieser Ort wird schwer bewacht. Manchmal doch nicht. Das ist alles ja wegen YouTube, weil die das ja so wollen, Leute. Sonst zählt das ja nicht als eigener Content. Diese Schwachsinnsregeln. Und das Geile ist ja dann bestimmt. Er hat geil gesagt. Das ist natürlich. Darf man nicht sagen. Er hat Arsch gesagt. Darf man auch nicht sagen. Arschloch gesagt. Darf man auch nicht sagen.
Mir scheißegal, dann ist es halt so. Steckt euch euer Geld in der sonst wohin, in der Arsch oder so. Das ist sowieso nichts, wird nie was dafür kriegen. Niemals. Die Leute werden eh nur all verarscht auf der Welt, Leute. Wusstet ihr, dass die vor 3 Monaten oder so in unserer Regierung zugegeben haben, dass sie Chemtrails, dass die das Wetter manipulieren? Dass die uns eigentlich so gesehen alle vergiften, die ganze Zeit? Und? Interessiert das irgendjemand? Nö. Ich will machen, was sie wollen. Die Welt macht, was alle, die Obrigkeiten, auch YouTube, die machen eher als was sie wollen. Ich sag immer, erst abhängig machen. Weißt du, erst hier ist ja auch bei der meisten Streaming-Dienste so. Erst keine Werbung, bei YouTube, alles schön umsonst. Und dann fangen sie auf einmal dann an. Ah, jetzt haben wir genug Leute gefangen, wie die Rattefänger. Ja? Jetzt können wir alles schön aufziehen. Können wir Werbung machen ohne Ende. Da hat sich keiner beschwert oder so, geben wir den Creator ein bisschen Geld dafür von der Werbeeinnahme. Und dann fangen sie an, die Creator zu verarschen, indem sie denen die Monetarisierung entziehen und gar nichts mehr geben. Und alles für sich behalten. Die haben die ja schön abhängig gemacht, weil die all nichts anderes können wahrscheinlich. Oder nichts anderes finden an Arbeit. Oder auch keinen Bock haben. Für irgendjemanden, ja, ich sage jetzt, den Arsch breit zu machen. Für wenig Geld. Deswegen. Das ist im Leben überall so, Leute. Das ist einfach abhängig gemacht. Und dann machen sie mit dir, was sie wollen. Bist du der Sklave. Und das hier mit diesem, mit dieser Demonetarisierungswelle und der ganze Rotz da, ne? Das stimmt. Was ich sage. Dass die einfach den Leuten das Geld nicht geben wollen, was denen dann normal zusteht, weil die machen doch die Arbeit. Die lassen sich doch alles einfallen und opfern ihre Zeit in Freizeit oder keine Ahnung. Er sagt dann YouTube, das ist nix, nee. Die dumme Leid, die Leute. Deswegen bin ich froh, dass ich damit bis jetzt noch gar nichts verdient habe. Und mich dort auch nicht mit abhängig mache. Ich mache mich grundsätzlich von keinem abhängig. Auch nicht vom Arbeitgeber oder so. Wenn mir doof kommt, kann er seine Arbeit behalten. Und dann mache ich hey auf, ja. Ihr wisst schon. Ist es halt so. Ich lasse mich nicht unterdrücken und nicht versklave und nicht schlecht behandeln. Niemals. Für kein Geld der Welt. Doof ist halt, wenn du abhängig bist, und das ist fast jeder. Weil das sind die ja noch selber schuld, weil die sich alle abhängig machen, ne? Weil sie halt was abbezahlen müssen oder. Ne? Manchmal müssten wir genauso rotzefrech und dreist sein, wie die ganzen Leute, die zu Millionen hier hinkommen und die Hand einfach nur aufhalten. So frech und dreist müssen wir auch sein, für die gar nicht mehr arbeiten gehen, für die ganzen Obrigkeiten da, die uns eh nur vergiften und versklaven und verarschen. Ja, also was bist du für die Schlachtvieh. Wenn du genug ausgenommen wurdest, kannst du weg. Wenn du dann zu alt bist, bist du unnötig. Und dann machen sie das ganz einfach. Krankenhaus gehst, kommst du nicht mehr lebend heim. So ist das doch mit der Organspenden und.
Ja, wenn du dann noch lützig bist, dann will ich keinen Befehle, Leute. Macht so einen Scheiß niemals. Sentiamo corpore! So Organspendeausweis und so was. State! Conquiesco! Also im Ernst hat die dann alles gebe, um dich zu retten. Lattiri disciplina vis! Die denken dann nur an Geld. Ich wollte Organhandel und der ganze Mist, ne? Und im Ernst halt alles nur Kriminelle sind, obwohl die Regierung und so, das sind alles Kriminelle für mich. Die ganzen Institutionen, die von der Regierung ausgehen, Ne pressionare in die ganzen Nebenorganisationen, nicht Regierungsorganisationen genannt. Mafia, alles Kriminelle. Das ist meine Meinung, Leute. Ne? Was passiert, wenn du nicht der Meinung bist, wie die meisten Leute? Wirst du eingesperrt oder sonst was passiert mit dir? Ja, oder hier Politiker, die immer sagen, die immer dieses, die 4 Buchstaben immer in den Mund nehmen, ne? Wenn man das nicht ist und das nicht macht und das nicht, dann ist man das und das. Also diese 4 Buchstaben ist man dann, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hat mit der Vergangenheit zu tun, ne? In Wirklichkeit, das sind die. Die sind das. Genau die sind das. Und den Finger die ganze auf andere Zeilen, das sind genau die. Und da ist ja auch der Trick dabei. Du musst immer sagen, die andere sind nicht. In Wirklichkeit bist du das aber selber. Jetzt genug von so einem Schisto-Gerät. Ich glaube an nichts, was mir irgendjemand erzählt. Nur an meiner eigenen Wahrheit. Fertig. Und wenn die zufällig richtig sein sollte, ist ja wie gesagt nur meine Meinung und meine Vermutungen. So. Dann ist es halt so. Das ist ja gut, ne? Wie soll er das glauben, was er denkt? Ich denke, das wäre alles so richtig in der Welt, was so abgeht. Ja. Sag ich einfach nur mal, ah ja, schön blöd. Wenn man das alles so für bare Münze nimmt, auch da was ich sag oder so. Muss man nicht für bare Münze nehmen, Leute. Ach, das ist schon fertig. Aber was für mich definitiv der Fakt ist, mich persönlich ist das alles Fakt, was ich sage, aber das muss ja nicht stimmen, ne? Das ist alles nur für mich ein Fakt, ne? Und ich rede ja nur so über so Sachen, weil ich ja auch über irgendwas reden muss. Für mich ist aber auf jeden Fall Fakt, und das müsste eigentlich für jeden Fakt sein. Wenn gewisse Leute immer wieder sagen, die anderen sind dat und dat, dann ist das genau dieses Verhalten, bei dem der andere ja zugeschrieben wird. Genau dieses Verhalten, sogar radikaler sind die dann. Und im Prinzip sind die das, die sind das dann. Das ist absoluter Fakt. Absolut. Whoa. Du kannst nicht andere Leute beleidigen und denen was unterstellen. Wie viele Politiker zum Beispiel machen.
Whoa. Hat jetzt nichts mit irgendwelche spezielle Partei und so ein Gedöns zu tun, sondern allein schon, wenn du eine andere Meinung hast und alles, wisst ihr das schon. In den Augen von denen, Radikalinskis, die sind radikal und sind, genau das sind die. Man müsste eigentlich immer sagen, ach, sei ruhig du, Oder genau in der Nachricht, ach, da sind die wieder mit ihrer, Propaganda. Dieser Mann ist nur noch Flavius Sprachrohr. Auf Befehl von Flavius gehört Sylphium der Republik. Finger weg! Finger weg! Nur römische Sensen dürfen Sylphium ernten. Sind wir hier in Rom? Jeder, der Sylphium stiehlt, wird hingerichtet. Weg von den Sylphium-Pflanzen! Niemand darf das Heilkraut nehmen. Auf Sylphium-Diebstahl steht der Tod. Das Sylphium gehört Flavius dem hat Volk erlassen, von Rom. dass alles Diebe Sylphium werden Rom hingerichtet. gehört. Nur Was? römische Sensen dürfen Sylphium ernten. Im Prinzip ist das Niemand ja darf nichts das anderes Heilkraut wie nehmen. Rom. Weil Weg Rom von war ja den alles, ne? Sylphium-Pflanzen! Jeder, Römisches der Imperium stiehlt, halt, ne? wird hingerichtet. Auf Befehl von Flavius gehört Sylphium der Republik. Auf Jetzt verstehe ich. Oh, hör auf zu labern, du Sylphium-Kopf. Finger weg! Finger weg! Von dem weg, Wow. beide. Kann ich mich nicht konzentrieren, wenn einer labert, wenn ich reden will. Im Prinzip verstehe ich jetzt, warum die dort mit Rom nicht gemacht haben. Weil dort hier kannst du eigentlich als Italien sehen. Also, ich gehe mal von aus, dass dort ja alles Italiener sind. Oh, wird aber einen Κανόνες δεν εισφάλιν περί αυτού. schönen Sprung gemacht. Ja? Λομοσκάλι εισφάλιν και βλάπτεστε εισφάλιν και βλάπτεστε. Μορίας παρασκευάσματα τούτα. Obwohl die reden auch nur Griechisch, ne? Oder Lateinisch oder Griechisch. Ach, was weiß ich. Θηρίου εδώ δημοπαραγίγνωστο. Whoa. Das sieht so ein bisschen aus wie Klein Italy, ne? Ja. Θεοί, τι σδοκή είναι. Ποσειδών. Oh. Da irre ich mich da jetzt. Ωραίο καλός. Τι να αποθανεί. Gut, griechische und römische Kulturen stammen ja voneinander ab, ne? Also römische. Das, ja, wenn man es genau sehen will, waren die Römer ja Και κυλητηρίου. eigentlich damals Grieche, ne? Die ausgewandert sind. Italien. Haben sich da vermischt mit den Κανόπους. Κύριος Samniten und Samniten, Γαρούτων. Συνίστασε. Etrusker. Das war nicht die Gerustiker, sondern die Etrusker. Die haben sich auch bekriegt und so. Sind daraus dann eine Stadt, haben die dann Rom gegründet, ne? Also im Prinzip waren das Römer. Δίνα. Είναι από είσαστε βούλετε. Πλέον θεείς καταπεσούσαν δι. Είναι ο μάμας. Τι συμβάν παιδες. Λέξον, Also waren halt Grieche so Η γνώση και την πράτη. verwandt halt. θηρίου εδώ δημοπαραγίγνωστο. Ja, tut mir auch eigentlich auch leid, wenn ich dem einen oder anderen auf der Sack gehe mit so politische oder weltanschauliche Themen. Sieht cool aus, ne? Aber wenn man überlegt, was alles so in der Welt abgeht, wo das alles eventuell noch hinführt, macht man sich schon seine Gedanken, vor allem wenn man Kinder hat und so, ne? Wenn ich dann diese dummen Drecksköpfe, die überbezahlten, Whoa. wenn ich die dann höre, die sich jederzeit in ein Flugzeug setzen können und einfach abhauen können, wenn es knallt, Oh. da krieg ich so einen Hass und so eine Wut. Das ist wirklich schon Verachtung und Hass. So war das aber in der ganzen Menschheitsgeschichte schon immer, dass diese Kaste Ο γεγνός και τι πρέπει. uns alle einfach immer nur ausgenutzt hat. Whoa.
Und was ich noch bekloppter finde, ist, dass man seine Meinung nicht sagen kann. Wieder gleich dran. Dass dann mit Repressionen rechnen muss oder so ein Briefchen hier flattert oder so. Und Beleidigung oder sonst irgendwas. Ich werde denen das auch in die Fresse sagen. Und dann können sie mich drauf einzeigen. Wow. Zum Beispiel. Die haben da eigentlich noch viel mehr verdient, wie nur irgendwelche harsche Worte. Ich habe immer gesagt, lass mich nicht an die Macht komme. Wow. Können die abhauen? Können die flüchten? Wow. Die Verbrecher. Wird denen nur nichts nützen. Die wird durch die ganze Welt jagen. Und ich habe immer gesagt, wenn ein Krieg ausbrechen sollte, den, der dazu verantwortet hat, ne? Der muss dann aufpassen. Dass der da nicht gejagt wird. Τι πλέον μέλους η ώρα μου. Oh. Problem ist nur, wenn er sich natürlich, so wie sie doch jetzt schon alle üben, ne? Ja, das zu flüchten und alles, ne? Wenn es rund geht. Bestimmt der eine oder andere ja mitbekommen. Hat ne? Schon geübt wurde, schnell Evakuierung aus Berlin und so. Die Bevölkerung kann ruhig verrecken. Dann dieser Vorwand hier, ja, wir haben keine Schutzbunker. Wir müssen jetzt ganz viel Geld wieder Schulde machen, Sonderschulde, um Schutzbunker zu bauen für die Leute. Was ist denn für die Leute? Das ist dann entweder für die oder für die Beamte und alles Politiker. So viel kannst du gar nicht bauen, so viel Schutzbunker. Was bringt das dann? Wenn ein Atomkrieg wird gar nichts bringen. Willkommen, willkommen. Ganz ehrlich, da würde ich mich wie bei diesem Day After Tomorrow oder, wie heißt der Film? Wo diese Flutwelle kommt oder so, wo dieser Asteroid-Impact oder so. Würde ich mich auf den Hügel stelle und würde die Arme breit machen und gut ist. Was habe ich denn davon, in so einem Bunker da auszuharren? Da wird's zu irre werden. Erstmal Platzmangel, Nahrung und Trinkmangel. Lass mal gut sein. Ist das ein Wagenrad? Erinnert mich an die Rennen im Hippodrom. Die alle mit unserem Leben spielen, ey. Das sind so Verbrecher, so ekelhaft, ey. Sind die ekelhafte Menschen alles. Richtige Verbrecher. Morias παρασκευάσματα του ήταν εστίν. Alle, die irgendwas zu sagen haben in der Regierung, sind alles nur Verbrecher. Haben die mit Sicherheit nicht in der Intelligenz oder weil die so gut sind geschafft, nee, Leute. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Die sind halt gute Handlanger, die machen halt das, was man denen sagt. Ein Gewisser, die Leute sind scheißegal. Hauptsache ich verdiene gut Geld und dann hau ich irgendwann ab. Mehr Geld, ne? Pferde sind die besten der Welt. Das stimmt. Deshalb hat dieser verfluchte römische Quartiermeister meinen preisgekrönten Hengst Hermes gestohlen. Hermes war nicht nur mein schnellstes Pferd, sondern auch mein bester Zuchthengst. Die Stuten vermissen ihn. Ich vermisse ihn. Ich bezahle dich. Du willst, dass ich ein Pferd rette? Ich liebe ihn wie meinen Bruder. Eigentlich ist mein Bruder ein Eselarsch. Ich liebe ihn mehr als meinen Bruder. Ja. Dieser betrunkene, stehlende Quartiermeister. Wahrscheinlich ist er mittlerweile schon in Pandochien in Achille. Das ist auf dem Weg nach Alexandria. Kannst du Hermes finden und ihn mir zurückbringen?
Eselarsch. Gut. Das sind die meisten Brüder, ne? De popote ora kacciapsi la Hier, Haruto. Χέρτη, α! Shem eninisu. Anetem. Sieht das hier jetzt landschaftlich anders da aus wie? Eigentlich nicht, ne? Gut, vielleicht ist das jetzt eine Einbildung, weil man so lange in der Berge gekraxelt ist oder in der Wüste war. Wow. Oh, sind schon ein paar hier. Cool. Cool wäre, wenn die so eingebaut hätte, so Legionäre. Was sagen wir mal, so 300 Stück oder 200 Stück. So hintereinander marschiere sind mit Legionärs Uniform und allem. So wie so ein Tross, ne? Wie so die Legion, so. Das wäre ein cool, cooler Anblick, bestimmt. Ja, ganz ehrlich, ich würde am liebsten in der, wenn ich die Wahl hätte, Zeitmaschine, würde ich in die Vergangenheit eher reisen wie die Zukunft. Wenn ich mir alles angucke, das wirklich mal war. Das wäre cool. Quei est infernum, hoc est Et hic, hoc modo! Electrobus praxis Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. est in ihr. Wenn man da drauf geht auf die Kiste. in proedere, tuilo, latini disciplinam vis. Noch einer? Wie gesagt, soll keiner auf für bare Münze nehmen, was ich sag, ne? Und sich auch keiner irgendwie beleidigt fühle. Das ist alles meine Meinung. Zum Glück hat jeder eine andere. Leben und leben lassen, Leute. Trotzdem kotzt mich das alles an in der Welt. Die Ungerechtigkeit. Was ist das jetzt hier? Ich komme da überhaupt gar nicht. Was soll das hier? Ist doch nichts. Verstecktes Lager, hä? Wird versteckt gemacht. Ich hab gefunden. Was ich halt so mega super krass finde, wenn man schon das letzte Stück ist, und sich auch wieder das letzte benimmt. Na? Und die Leute immer so dermaßen verachtet und verarscht. Dass die doch kein Problem haben. Die verstellen sich gar nicht mehr. Das interessiert die gar nicht. Was die Leute denken. Die geben alles zu. Interessiert die nicht. Charakterschweine, ne? So richtig charakterlos zu sein, ne? Also gar kein Gewissen zu haben, sowas. Ich denke auch manchmal wirklich, diese Unverschämtheit, die wird immer extremer auf der Welt, ey. Die zeigen einem ja richtig, was sie von jemandem halten. Ne? Ihr faule Säue, ihr. Seid faul, geht arbeiten für uns. Wir brauchen Geld, Steuergeld, wo wir noch mehr verschenken können. Die ganze Welt. Die Straße geht immer mehr kaputt. Der war gut, der Schuss.
Die Straße geht immer mehr kaputt, die Infrastruktur zerfällt, alle Firmen machen pleite, dicht, jeder wird arbeitslos, immer mehr abhängig vom Staat. Oder wie wollt ihr das dann später? Hm? Wie wollt ihr das dann noch managen in Zukunft? Krieg? Bürgerkrieg? Ja? Was wollt ihr mit uns machen? Vergiftet bekommt ihr uns ja nicht, so wie das aussieht. Versucht ihr schon alles. Der menschliche Körper ist halt robust, ne? Die sterben nicht so leicht, wie ihr das wollt. Lasst euch was anderes einfallen. Aber ich werde für euch niemals, niemals die Waffe in die Hand nehmen. Niemals. Ich werde höchstens die Waffe in die Hand nehmen für die Leute, die mich dazu zwingen, weil ich muss so machen wie der eine Ukrainer da, der auf der Straße eine Handgranate in der Hand hatte und gesagt hat, kommt näher und ich würde das Ding zünden, die den mitholen wollte. So wird er dann noch in Deutschland sein, mit Sicherheit. Wenn die nicht genug Leute haben, wird das alles zwangsmäßig. Er hat einfach gedroht, sich in die Luft zu sprengen. Er sagt, dann seid ihr auch tot. Also, was ist los? Haben die sich verpisst. Und weg. Wenn man sich nicht zwingen lassen will. Dann ist das genau die richtige Reaktion. Wenn Leute sich nicht zwingen lassen wollen, die zum Beispiel, keine Ahnung, so Wehrdinger geben müssen oder so. Also ich rede jetzt nur von mir, was ich dann sage, würde ich sagen, du kannst mir gerne eine Waffe in die Hand drücken. Da würde ich euch direkt alle abknallen. Ich glaube, dann würden die dich direkt gehen lassen. Wenn ich gar nicht erst eine Waffe in die Hand drücke oder so. Das muss ich nichts entfallen lassen. Körperlich, dass du nicht so wie Dienst oder sowas kannst. Also da würde ich sagen, wenn ich an so was zwingen würde, würde ich sagen, kannst du mir gerne eine Waffe in die Hand drücken. Siehst ja, was ich dann damit mache. Ist ja dann meine Sache, was ich da mit der Waffe mache, ne? So, hier, Waffe in die Hand und schießt damit Leute. Tja. Okay. Muss man mit Überzeugung ein Land verteidigen müssen, ne? Oder wolle. Und nicht so wie die es machen. Muss man vor allen Dingen, das Land muss man muss man lieben, ne? Und ich liebe mein Land. Aber nur das Land. Ganze Gesocks, was da drinnen ist und was das regiert, das verachte ich. Darf ich ja wohl noch, ne? Ganze Gesocks verachte ich aber auch nur, was das alles so gut findet. Das sind für mich keine, die ihr Land lieben, sondern für mich Verräterschweine. Und
wissen überhaupt gar nicht, was eigentlich ein Land, ein Volk, eine Kultur ausmacht. Wissen die gar nicht. Wenn man versucht immer eine Kirche in der Türkei zu bauen oder so. So als kleines Beispiel. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube sogar, dass die Türkei oder die Türken dann noch ziemlich tolerant wären, aber die anderen nicht. Zum Beispiel Afghanen, Syrer zum Beispiel. Versuch du doch mal deine Glaube zu verbreiten und alles, ne? Ich finde das alles so ein bisschen heuchlerisch, ne? Ist das nicht gleiches Recht für alle? Jeder Mensch ist gleich. Und so weiter und so weiter. Das gilt aber nicht für das Christentum. Ich meine, ich bin kein Christ, ich will auch kein, ich interessiere mich auch nicht für Christ oder Islam oder sonst ein Getum. Interessiert mich alles nicht. Aber ganz im Ernst, bleibt denn da eigentlich diese Gleichberechtigung und so? Was ich zum Beispiel verkehrt finde ist, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das Einzige, wo ich sage, Gleichberechtigung sollte da in diesem Fall nicht gelten, mit dem Wehrdienst für Frauen. Pflicht für Wehrdienst. Zivildienst ja, aber nicht Wehrdienst. Weil die Frau ist ja die Zukunft. Wir sollen dann noch Kinder das Volk erhalten und alle sterben. Ja, Leute, wie soll das gehen? Wenn jetzt Krieg wäre oder so, die Frauen, die gehen an die Front mit. Und bei vielen ist es nicht schade drum, die können ruhig an die Front gehen, das sind eh keine Frau für mich. Das ist meine Meinung, Leute. Aber so schnell dabei immer sagen, was, das ist meine Meinung. Das mag nicht sagen. Ich mache es mal so, ne? Und das ist auch nicht schlimm drum, weil die würden sich wahrscheinlich eh niemals fortpflanzen oder so. Geht ja primär darum, Sinn des Lebens ist, seine Art zu erhalten. Kinder zu kriegen und alles, dann kannst du mir erzählen, was du willst. Für deine Kinder zu sorgen und dann Kreislauf des Lebens halt, ne? So Leute, jetzt wisst ihr, jetzt kennt ihr den Sinn des Lebens. Wenn sich einer gefragt hat, was der Sinn des Lebens ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt gar keinen Sinn. So wie momentan der Welt aussieht, gibt es doch keinen Sinn. Dafür ist die Menschheit einfach viel zu asozial verkommen geworden. Die überhaupt gar keine Werte mehr haben. Und die Werte vertreten, die sind zu radikal. Oder sich halt die Art zu erhalten, ne? Die Arterhaltung, so wie doch jedes Tier macht, ne? Ja, die Frage, die hat sich für mich noch nie gestellt, was der Sinn des Lebens ist. Kannst du auch sagen, Sinn des Lebens ist Sterben. Kannst du auch als Sinn. Weißt du? Du musst genug Torf produzieren. Und wenn du genug Geschiss hast, dann reicht das irgendwann und dann darfst du wieder zu dem Schiss gehen oder so.
Άκουσαν τούτο. Φωνή Prinzip. Ich bringe Kann man da ihn doch später zurück. so sehen, ne? Τον Dann διάνε ist der Bodendünger beim Schiss. γνώσκω, ούτε θυμούμαι, ούτε δύναμη σκέπτεστε τίνος πλήν Dann kann man das ja eigentlich kaum oder gar nicht mehr machen. δύσκολος και αμήχανος. Das wird ja direkt in Kläranlage gehen und so. Ich weiß nicht, was damit gemacht wird. Vielleicht wird das ja als Dünger oder benutzt. Diese rausgefilterten Sachen oder so, keine Ahnung. Da haben wir noch nicht einmal der Sinn erfüllt, der Gott gesagt hat, was man machen sollte. Erde produzieren, ja? Die Erde Frucht behalten, genau. Nicht einmal das können wir mehr als Menschen. Ich habe letztens sehr interessante Doku auch gesehen, Leute. Wird die These aufgestellt. Da komm, ich mache lieber nicht. Sache, ne? Wer wirklich die Erde und die Welt erschaffen hat, ne? Ich frage mich wie die diese tonnenschweren Steine und so. Stoffe da. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich wollte auf das, der Mast. Hippe. Ich frage mich wie die diese die Steine und so extremen Gewichte transportiert haben. Die, so bis zu 300 Tonnen oder so. Oder 100 Tonnen, keine Ahnung. Und so was gewogen haben, diese Obelisken und so weiter. Müssen die auch irgendwie alles transportiert haben, ne? Auf Schiffe auch mit. Die das überhaupt getragen haben, ne? Oh. Auch mal die ganze Zeit weg, Mensch. Ich sehe das los. Warte mal grad. Das war, ne? Das ist noch ein Fragezeichen-Chef, aber ist ja nichts Besonderes. Ist alles aufgedeckt, Leute. Oh, sogar ein Amphitheater. Ne, ich meine die, die damals schon technologisch eigentlich ziemlich fortschrittlich waren. Und ich meine jetzt nicht die Antike. Das meine ich noch nicht einmal. Was davor war. Diese Menschheit, die vorher existiert hat. Und die haben ja wie gesagt Ausgrabungen und so gesagt, dass Jahrtausende davor schon Kulturen gab, Hochkulturen. Die schon, hey, Ackerbau alles perfektioniert haben und keine Ahnung alles. Und eigentlich im Prinzip kannst du sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt ein Verfall war. Und in der Antike war da noch so diese Überbleibsel, ne? Das heißt ja nicht, dass die da gebaut haben. Zum Beispiel die Ägypter. Wer sagt denn, dass die Pyramide gebaut haben? Kann gar nicht sein.
Oder die Obeliske und die Tempel und der ganze Gedöns. Das haben die ja doch einfach nur übernommen. Die Hochkulturen, die dort das Schaffe haben, die sind irgendwann verschwunden. Wohin auch immer und wie. Das haben sie dann einfach nur das ausgegeben als ihre Errungenschaften, ne? Die hatten überhaupt gar nicht so eigentlich theoretisch die Möglichkeit, hier mit so Kränchen und sowas. Ganz ehrlich, damit kostet doch keine 30 Tonnen Stein oder so bewegen, zum Beispiel. Gut, die haben natürlich dementsprechend größere Sachen gebaut, eventuell, aber auch Tempel und auf Malta, glaube ich, diese ganz alten Tempel, ne? Also kein Tempel, da waren wie so Häuser, auch mit Steinen voneinander. Wo keiner weiß, wie die das gemacht haben, weil die so schwer sind. Dann noch so exakt, ne? Noch älter wie Stonehenge und sogar 3000 Jahre älter wie die Pyramide sollen die sein. Also dieses Bauwerk oder diese Häuser oder was auch immer ist. Ja, und die haben mir auch mittlerweile zugegeben, dass ungefähr 2.000 bis 3.000 vor Christus, also vor dem Jahre 0, so, ne, ihr wisst ja, was ich meine, die Pyramide schon erbaut waren. Aber es wird vermutet, wenn die andere Bauten in Malta oder diesen Inseln da irgendwie noch älter sind, 3000 Jahre älter als die Pyramiden, dann müssen die mal mindestens 6.000 bis 10.000 Jahre vorher gebaut worden sein. Also vor Christus jetzt. Also gab es da schon Hochkulturen, ne? Das heißt, die Geschichtsschreibung, die Archäologie und der ganze Gedöns, die belügen uns, sagen uns auch nicht die Wahrheit. So, oh, ich habe was rausgefunden. Ja, aber das behalten wir mal für uns, ne? Und das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Weil dann die Menschheit könnte ja dann erfahren, was wirklich passiert ist auf der Welt, ne? Also meine Theorie, Leute, die Saurier regieren uns. Die Saurier, die haben sich im Laufe der Millionen von Jahren so entwickelt, dass die total intelligent wurden und immer kleiner. Und die ganzen Ausgrabungen, was man findet, das sind halt die keine Ahnung, Großeltern von denen. Ja? Oder sind die Steinzeitsaurier für die jetzigen Reptiloiden? Ganz ehrlich, das wäre sogar möglich. Das war sehr, sehr, sehr weit hergeholt, aber wäre sogar möglich. Ja, wie Außerirdische, ne? Alles ist möglich. Ich meine, man glaubt ja auch der ganze Geschichtskram in der Schule oder im Fernsehen, wenn sowas ist, dann kann man auch sowas glauben. Ne? Wirklich mal Saurier und alles gab, ne? Wenn man ja Skelette findet, sowas. Ich denke mal schon, dass das so war, sonst wird man die Skelette ja nicht finden. Ich glaube nicht, dass das alles gestellt ist, oder glaube ich nicht. Ein bisschen zu aufwendig, finde ich. Und die Leute zu belügen. Ich weiß auch, was das auch bringt. Dann hätten die auch direkt einfach nie, wenn so Funde wären oder sind, sowas erwähnen können. Es gab ja auch angeblich Riesen und so. Gab es ja auch noch. Das ist wirklich so gewesen, ne? Dass es mal Riesen gab. Gut, was damit jetzt gemeint ist, Riesen. Ich waren die Meter vielleicht größer, die Menschen, wie heute.
der richtige Riese, wenn man sich die in einer Fantasy-Filme vorstellt. Ja. Und ich meine, der eine oder andere behauptet ja sogar, ein Riese, das wären jetzt diese Berge, ne? Ich sag jetzt nicht, wer das ist, ne? Aber kann ja auch sein. Fleisch gewordener Stein. Stein aus Fleisch oder so. Der Mensch soll ja angeblich auch aus Ton gemacht worden sein, ne? Von diesen Anunnaki, ne? Außerirdischen, die uns da als Arbeitssklave gebraucht haben, ne? Das sind wir bis heute wahrscheinlich. Oder? Hat natürlich beide Thesen stützt bei mir, aber nichts jetzt mit Saurier, denke ich mal, zu tun hat. Echsenmenschen. Also, ne? Außerirdische Echsen. V die außerirdischen Leute, sage ich nur. Ich glaube, ich habe damals echt so Schiss geguckt. V die Außerirdischen, da wäre eigentlich noch das plausibelste eigentlich, ne? Bitte rettet meinen Jungen! Er ist kein Krimineller! Hilft niemand meinem Sohn! Er hat gute Dienste geleistet! Verschwörungstheoretiker, Leute. Danke, dass du anhältst. Mein Mann war ein Beschützer wie du. Ich schreie mich schon seit Tagen heiser. Es interessiert niemanden. Wo liegt das Problem, Nebbet? Mein Titus, mein armer Titus wird in den Baracken gefangen gehalten wegen Fahnenflucht. Er ist ein Deserteur. Nein, ein Held. Er hatte genug, hat der römischen Armee getrotzt und sich den Rebellen angeschlossen. Bitte, er ist mein einziges Kind und alles, was mir bleibt. Das sehe ich mir an. Keine Angst. Was ich mir gerade so überlegt habe, das Video wird bestimmt gesperrt. Wegen Hassrede oder so ein Scheiß, ne? Weil ich so viel Sache erzählt habe. Aber ich gehe mal von aus, vielleicht auch nicht, weil damit verdiene ich ja kein Krümmel Geld, ne? Wenn ich schon mit Geld verdiene, wird dann schon. Da müsste ich dann extra hingehen, das alles rausschneide, Leute. Oh Mann. So weit sind wir gekommen in der Welt. So weit. Oh, Musik. Da freue ich mich schon unheimlich drauf. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier jetzt seht, haben wir schon, warte mal. Ja, da haben wir schon Mitte Juni oder so. Da habe ich schon der eine oder andere Mittelaltermarkt besucht, Leute. Setze ich mich da hin und trinke mal ein Bierchen, Weinchen, Met, lecker Met. Da freue ich mich drauf. Bisschen abschalte von dem ganzen Dreck auf der Welt. Und die Seele baumeln lassen. Also Gedöns hören hier. Gut, ist immer das Gleiche, ne? Gut, je nachdem, wo ihr das seht, kennt ihr dazu was nicht, ne? Ich komme aus dem Rheinland, Leute. Da ist das Tradition. Da gibt es auch ganz viele Burgen. Und deswegen bin ich vielleicht auch so geschichtsinteressiert, ne? Deswegen rede ich auch so komisch, Leute. Aber, naja, was man belest, in Deutschland gibt es so viele Dialekte und ach, der Weste bekloppt, aber ich denke mal in ganz Europa ist das so. Auch in England vor allen Dingen und Frankreich.
versteht der eine Hannes den anderen wahrscheinlich wohl nicht aus dem Dorf, aus dem Nachbardorf. Θηρίου, εδώ δημοπαραγίγνεσαι τάχα. Ω, της μορίας. Frisch gepresstes Olivenöl. Natives Olivenöl, Leute. Das ist jeden Tag ein Löffelchen. Ganz wichtig. Είσαστε βούλητε. Θεή της δοκή είναι. Ποσειδών. Haben die sowas doch mit Frauen? Ένα-δύο. Vielleicht ein bisschen ansehnlicher. Ιδιώτης ανθρώπων, πού και εκεί Oh, πέρας. ich bin ein Sexist, Leute. Ein Sexist? Ένα-δύο. Μόριας παρασκευάσματα του ήταν στήλ. Καλό. Μα άπρεπον πάνι έστι. Κοράσιον μόνο η... Ο οικαστές του... Deiner. Εσχήμι έστι. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Ein Stück. Schon wieder alles abgefackelt hier, oh, der Name fährt. Hey, das Pferd, das greift mich an. Ja. Προσφαλαγγιτώνται και ψηλών αγγέλευσμα το πάνιο φιλέλιμον έστι. Απάρτη διήν τρέπει σημαίων. Was soll eigentlich das Schönste ist, wenn man so nicht so abhängig ist von YouTube und irgendwelche Einnahmen, Werbeeinnahmen oder so, dann wenigstens noch viel Sache, ne, wo man normalerweise nicht hätte Sache mehr dürfen. Weil man ist so unbedeutend und so klein, interessiert sich kein Schwein für das, was ich sage. Ach ja, jetzt das Umland, da ging aber relativ schnell. Und wenn ich jetzt irgendwelche Angst haben müsste, da dürften aber viele Leute, die rein politisch, die jeden Tag am Abrätschen sind. Sorry, also die werden ja schon lange im Knast. Oh, Die verdienen jetzt richtig gut Geld damit, Leute. Wie gesagt, wenn ich mich vor die Kamera setzen würde und immer so, hey, und da. wow. Hey, was ist los? Ist das zugucken oder was? Ja? Jetzt nimm mir richtig, fest im Sattel oder wie? Είναι Wow. αποθανήν, πολέμου Das ist χρήξαστε. eine coole Stimmung jetzt mit dem Nebel und so. Also, wenn ich mich in die Kamera setzen würde und wirklich alles erzähle würde, was ich wüsste, Leute. Ich wäre im Knast. Oh, Innerhalb von 24 Stunden wäre ich im Knast. Hier jetzt hinten mal gerade, wenn ich so Sachen sage, so 10% in diesem Level, wo ich eigentlich erzählen könnte, wo jedem die Aue so weit aufgehen würde, ob man es glaubt oder nicht.
Also 10% von dieser Intensität, sagen wir mal, die ich jetzt erzähle. Wenn ich euch mal ausrechne, wenn ich 100% sauber wird, was ich alles weiß. Auch hier rechtliche Sache und so weiter. Mache ich aber nicht, weil ich gehe mal von aus, irgendwann sind die Menschen schlau genug, um selber alles herauszufinden. Und ich will mich auch jetzt nicht in Gefahr bringen, warum sollte ich das? Einfach hier mit euch ein bisschen schöne Zeit verbringen. Und ich mache ja keinen Aufklärungskanal oder Politikkanal oder so. Aber die verstecken sich richtig hier. Das wird euch nichts nützen, weil ich habe hier einen Mega-Fall. Der ist umgegangen. Im Gegensatz zu mir gibt, da haben die so ein bisschen Taktik. Die Taktik ist, ich verstecke mich. Taktik irgendwie. Römer, etwas hinterlistig. Habt ihr schon immer? Nee, ist er weggeflogen. Verdammte Flammen! Römische Stadt jetzt, oder? Oh, spannend. Die jetzt da drinnen Italienisch oder Latein Italienisch oder reden. Da kann man von ausgehen, weil das so wie eine römische Stadt gemacht ist. Also Trenner. Dass die das selbst gebaut haben, ne? Römer. Gespannt, Leute. Wohl? Nee, das ist ägyptisch. State! Io è tua est! Ich will mit dem rumkloppen, ne? Noch einer an. Kommt alle raus. Das sind aber Fälle, ey. Ich hoffe, ich bin auf jeden Fall laut genug jetzt, durchgehend. Hatte da jetzt keinen Abfall. Das ist also typisch römische Bauweise, ne, mit diesem der Stein da. Et nunc finis, bastardos! Ego ascendam sibi dolor! Lames! Alle raus! Conquidem Deum sanguinum vitas! Ich habe jetzt rausgefunden, wie man ein Tier zähmt. Fällt mir gerade ein.
Viel Schaden macht das aber nicht. Ja. Dann noch da drin stehen. Ja, da kommt Verstärkung, Leute. Auxilio pro damnatore matue. Ganz ehrlich sagen, ich kann diese italienische Sprache nicht ab. Siste! Non muovere! Giuri Vispori, nunc! Tutto qui sentiamo! Non te ha! Ich finde halt cool, dass die das im Spiel so umgesetzt haben, ne? Ich kann das dauernd nicht hören, da will ich kirre. Jetzt, oh, er hat was gegen unsere Sprache gesagt, in Italienisch. UNZ. I. Das ist doch heutzutage so, ey. Geisteskranke Gesellschaft. Das sagt aber keiner, was wenn uns einer Kartoffeln nennt. Ne? So. Wir müssen uns alles ja gefallen lassen, Alter. Was sind die Nachkommen? Die Nachkommen. Der Schweine. Interficche, eo! Movis, Moriemini! Rollite ivi! Et partis est! Kommt da noch von denen? Aber ihr Römer seid ganz schön aufdringlich hier. Unnachgiebige. Siste! Non muovere! Schweinchen. Sobald noch was auf der Arbeit, da haben sich zwei Italiener, ne? Ich weiß nicht, ob die das extra gemacht haben und erhaltet hat. Die sind und schreie. Und voll laut. Allgemein so die ganze Südländer, ne? Warum haben die einfach da eine Ohren? Richtig. Wen finde ich das? Und wenn du mal den Auto machst, also wenn du jetzt theoretisch dann als Deutscher das Maul aufmachst, ne? Das muss das sein, wenn du hier so rumschreist mit deiner Sprache wie Deutsch oder so, dann bist du direkt, du weißt schon wieder was, ne? Das ist das einzige Argument, was die alle haben. Auch die Politiker und so. Und die Behörden. Das sind alles so Kleingeister. Da würde ich dann eiskalt sagen, das sagt gar der Richtige. Ich würde ja sagen, dass du das bist. Und damit kannst du die dann schön mundtot machen, Leute. Wenn man direkt genau das machst, die machen. Nur noch extremer. Und dann irgendwann sind die ganz ruhig. Auch zu den Ausländern ganz genauso sagen. Warum sollen nur Deutsche da sein? Ausländer sind das genauso dann. Wenn ein Ausländer mit sowas kommt, dann halt einfach denen das Spiel vor. Da sind die ganz still ruhig. Die meisten da sind ja Duckmäuser. Dieses Duckmäusertum ist genau das, warum wir so weit
oder besser gesagt runtergekommen sind in dem Land. Keiner sich traut, das Maul aufzumachen. Ora της πρόοδους. Das meine ich, weißt du, man befreit die und die ziehen direkt die ganze Wache auf sich, so Maul nicht halten können. So. Hier werden Leichen zur Verbrennung vorbereitet. Auf welchem Boden sind diese Soldaten wohl gestorben? Kyrenaika oder Ägypten? Balk, Wayne interessiert's. Behandlung der Soldaten. Wir haben versucht, die Pfeilspitzen mit Pinzetten zu entfernen. Doch Julius Oenius hatte schon zu viel Blut verloren und starb, bevor wir sie entfernen konnten. Wenn man eine heilbare Wunde behandelt, muss man auf 2 Dinge achten: Blutungen vorzubeugen und Entzündungen zu vermeiden. Essig kann den Blutfluss stillen, doch Entzündungen sind wahrscheinlicher, wenn Knochen, Sehnen, Knorpel oder Muskeln verletzt sind. Die Bänder sollten aus breiten Leinen bestehen und mit einer Umwicklung nicht nur die Wunde selbst zu bedecken, sondern auch etwas Haut außen herum. Ja, klappt das schon besser dann beim Vorlesen, wenn ich mir einfach Zeit lasse. Theoretisch bräuchte ich das ja noch nicht immer vorzulesen. Aber ich denke mir, ich hätte ja eigentlich ursprünglich vor, nicht so viel zu reden. Und wenn man zu lesen gibt, liest das halt vor, da habe ich auch was gelabert. Aber das werde wahrscheinlich nicht reichen. Denke ich mal. Und dann YouTube dann eine Sache wird, ja, das ist aber kein eigener Content. Ne? Bescheuert, ey. Dieses reine Spielen reicht denen ja nicht, das ist ja das Problem. Ich hatte vorher gewusst. Eine Schatz. Ich hätte vorher gewusst, hätte ich das natürlich von Anfang an gemacht, ne, aber so blöd halt, ne, muss ich halt vorher informieren. Ich dachte, wenn ich das spiele und alles, dann reicht halt, aber gut, das Problem ist diese Urheberrecht, ne, dieses Gedöns, ne. Dann machst du dir ein eigenes Werk draus und jetzt hat hier das Spiel ja eigentlich als Vorlage. Ich weiß zwar auch nicht, was das jetzt als eigenes originelles Werk jetzt macht, nur weil ich dazu rede. Das könnte ja auch theoretisch KI sein, die redet, ne? Also was ist denn jetzt der Schatz, Leute? Ganz woanders da, ey. War ja wieder klar. Damit kommen die dann irgendwann, ja, jetzt reicht das Reden nicht mehr aus, jetzt muss es auch zu sehen sein. Ja, aber Anonymität ist egal, ne? Also interessiert nicht, ne? Wenn der was Böses will und sowas, dann wenn's wie ich aussehe, gell? Am besten soll ich dann noch, hier wie im Impressum musst du auch deine Gedönsrennen schreiben, ne? Also dass du ja auch gar nicht mehr anonym bleibst, wenn du irgendwie was machst. Das heißt, du wirst niemals auch deine Meinung reden dürfen und so, weil du kannst ja immer mit Konsequenz rechnen, ne? Da musst du sogar damit rechnen. Da muss ich aber dann ganz ehrlich sagen, Leute,
Wenn das so weit kommt, dann höre ich schneller mit YouTube auf, wie ihr cool könnt. Und wartet. Aber ich werde dann kein Material mehr liefern, womit die dann Geld verdienen können. Und ich davon nichts hab. Nix, gibt es nicht. Wenn doch alle der Videos, wenn all gelöscht und. Komplett. Kanal gelöscht, alles gelöscht. Es war nicht so wie der Fehler, den ich mal gedacht habe, dass man so eine Playlist einfach löschen kann. Die Videos sind trotzdem dann noch bei YouTube. Kannst du auch abrufen, wenn du weißt, wie die heißen. Du musst die alle einzeln löschen. Komplett. Gut, Leute, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao.